Valerie hier, euer Bastelwal. Ich habe mir heute fast eine neue Lochzange gekauft, weil ich bekomme immer wieder Probleme mit dieser Lochzange. Da bekommt man nie einen sauberen Schnitt. Man versucht so fest wie möglich und dann ist immer was hängen. Ne? Immer. Und ich denke, ja, kein Wunder, wenn hier unten eine Metallplatte als Gegenstück sitzt. Dann wird es immer stumpfer und die Platte wird abgetragen. Das sieht man, Abdrücke hier, ich weiß nicht, ja, vom Lochzange. Und so habe ich die geniale Idee, was wäre, wenn was anderes da dazwischen wäre. Zum Beispiel eine Schneideunterlage. Und jetzt, wenn ich jetzt das dazwischen tue, dann muss man nicht so festdrücken eigentlich. Super sauber. Ha? Genial, ich bin mit mir selbst begeistert. Ich nehme dann das Kleinste hier. Und ein weiterer Vorteil, man könnte hier ein bisschen abmessen, weil die Markierungen sind schon da. Guck, absolut sauber. Auch meine meistbenutzte Loch, und es muss nicht zweihändig sein. Da kommen wir mit alles. Oh, ja, absolut klasse, oder? Wieder was gespart. Übrigens, das Schneiden einer Schneiderplatte ist gar nicht so schwierig. Ich habe es hier vermasselt. Das habe ich dann schnell gelernt. Erst muss man nur ganz fest schneiden. Und dann bricht es ganz leicht auf. Ja? Und dann nur die andere Seite durchschneiden. Und jetzt hat man einen schön sauberen Schnitt. Und jetzt habe ich zwei von den Dingen. Tschüss, bis zum nächsten Mal mit Bastelwal.